Heute bei Late News hat ein Mann auf einem Rastplatz bei Hannover bei der Weiterfahrt einfach seine Tochter vergessen. Zu meiner Verteidigung muss ich aber dazu sagen, dass ich einfach zu sehr mit meinem Handy beschäftigt war. Aufgefallen war es mir auch erst, als es keine Beschwerden gab, als ich die Peppa Pig CD gegen eine CD von Korn austauschte, wie sonst eigentlich immer. Denn leider sind meine Kinder überzeugte Sepultura-Fans. Aber ich verspreche hoch und heilig, dass ich sie bei meiner nächsten Fahrt nach Bremen auch zu 110% abholen werde. Also auf der Rückfahrt, weil sie ja bei der Fahrt nach Bremen noch immer auf der anderen Seite steht. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Late News aus dieser und der nächsten Welt. Und natürlich heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Und selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Late News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wie aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Als jemand, der schon auf unzähligen Events war, weiß ich, wie wichtig eine Sache ist. Nicht etwa, ob die Fluchttüren frei sind oder ab wie viel Millimeter Entfernung von einer Box man einen Hörschaden bekommt, sondern man muss immer wissen, wo die Toiletten sind. Denn wenn man das eine oder andere Bier getrunken hat, weil man seine Kinder zu einem Peppa Pig Konzert begleiten muss, da der andere Teil des Elterngespanns urplötzlich keine Zeit mehr hatte und einem dann die Blase drückt. Ich kann verstehen, dass Erwachsene sich durch so ein Konzert radikalisieren und sich deswegen dem IS anschließen, nur um nicht noch einmal so eine Scheiße erleben zu müssen. Aber man kann sich auf Mietoiletten auch super verstecken. Zumindest dachte dies ein 20-Jähriger in Berlin-Buch, nachdem er einen Kiosk überfallen hatte und nun vor der Polizei versuchte zu fliehen. Zur Strafe ließ ihn die Polizei noch eine weitere Stunde in der miefigen Miettoilette schmoren. Währenddessen in Bremen. Wenn es in meiner Wohnung irgendwo klappert oder rumst, dann ist das meistens mein Hund Sisu, die irgendeine Scheiße angestellt hat. Sei es beim Versuch, mein Essen vom Tisch zu holen, indem sie über den Stuhl auf den Tisch versucht zu springen. Oder sie mit einem Seil den Küchenschrank umschlungen hat, damit dieser natürlich total aus Versehen umkippt und sie so an ihre Hundefutterdosen kommt. Und leider ist sie vermutlich der einzige Hund auf der Welt, der sogar Dosen mit einem Dosenöffner öffnen kann. Aber nur mit einem Dosenöffner für Linkshänder, denn Sisu ist eine Linkspfoterin. Etwas Ähnliches hat auch ein 58-Jähriger nachts in Bremen an seiner Tür zum Schlafzimmer erlebt. Denn dort kratzte es auf einmal. Aus Angst rief der Mann sofort die Polizei, die jedoch keinen menschlichen Einbrecher fand, sondern nur ein Frettchen namens Klaus, das seiner Nachbarin ausgebüxt war. Aber trotzdem hat dieses Frettchen irgendwas Komisches an sich. Derweil in Colombo. In einigen Folgen zuvor hatte ich ja bereits erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Porzellan-Set-Sammler bin. Eigentlich auch nur, weil ich ein noch viel größerer Earl Grey Teetrinker bin. Ein so großer Earl Grey Teetrinker, dass ich mir meine Sorte direkt aus Sri Lanka importieren lasse. Nicht nur, weil das ziemlich dekadent ist, sondern weil ich mich in den letzten Jahren durch sämtliche Teeregionen geschlürft habe und einfach der beste Tee aus dem Dorf Dimpula auf Sri Lanka kommt, der hoffentlich nicht mit zu viel Kinderarbeit hergestellt wird oder gerade mit viel mehr Kinderarbeit hergestellt werden muss, damit er so lecker schmeckt. Leider ist Sri Lanka ein Land mit den größten Schulden in der Welt. Von daher hat es auch nicht überrascht, als das Land seine iranische Erdölrechnung in Höhe von 251 Millionen Dollar mit Tee begleichen konnte. Und bei den Benzinkosten aktuell hoffe ich, dass Shell beim nächsten Tanken auch Earl Grey von mir als Zahlung akzeptiert. Unterdessen in Dallas. Ich bin ja mit meinen zarten 24 Jahren total fit im Bereich des Online-Gamings. Man kann mir alle Fragen stellen und ich kann diese sehr, sehr schnell beantworten. Halt so schnell, wie die jeweilige Wikipedia-Seite braucht zum Laden. Counter-Strike, Battlefield und auch Call of Duty
habe ich alle schon durch und es hat kaum mehr Spaß gemacht am Ende. Allerdings hat sich mein Vokabular an internationale Beschimpfung dadurch stark verbessert. Was mich total nicht interessiert, ist das FIFA Ultimate Team Ding in jedem gottverdammten FIFA. Dementsprechend habe ich es achselzuckend mitbekommen, als ein FUT-Spieler für einen Twitch-Stream sich Kartendecks und Münzen in FIFA 22 gekauft hatte für 26.000 €. Nur um dann beim Starten des Streams mitzubekommen, dass sein Account geknackt und ihm alle Kartenpacks und Münzen geklaut wurden. Ich wiederum könnte ihm nun anbieten, in 196 verschiedenen Sprachen darüber zu fluchen. Jedoch würde das weitere 26.000 € kosten und definitiv nicht in Kartenpacks und Münzen bei FIFA 22. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Florenz mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Florenz. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen zu mehreren Kunstaktionen von Leonardo da Vincis Urenkel kommen wird, der im Banksy-Style die Gebäude der Stadt verschönern wird. Leider nur mit Handfarbe, sodass der nächste Regen all seine Kunstwerke wieder verschwinden lassen lässt. Halt echt anspruchsvolle Aktionskunst, oder er hat im Bauhaus einfach die falschen Farben gekauft. Also ein fast normaler August in Florenz und im Rest der Welt. Das waren Late News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag dann zur Show. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.